Objekte von uns, die was wir produziert haben, stehen quasi über die Welt verteilt. Der Stuhl da hinten oder ein ähnliches Stuhl wie da hinten steht in Chicago. Das Objekt da drüben steht in Basel. Und so haben wir vielleicht öffentlich einsehbar in Innsbruck, so eine öffentliche Gartengestaltung. Und natürlich unsere Ausstellungsobjekte sind jetzt gerade in Singapur. Und genau diese besonderen Objekte kommen aus dem 3D-Drucker, hergestellt aus Beton, hier bei uns in Österreich. Ja, in diesem Landschaftsarchitektursektor da haben wir Stützwinkel zum Beispiel realisiert, auch Sitzbänke, Tische, also alles, was quasi baurelevant ist. Beton, ein Baustoff, der heute kaum mehr wegzudenken ist. Kein Wunder. Beton lässt sich günstig herstellen, einfach verarbeiten und hat eine hohe Festigkeit, um Gebäude und Fahrzeuge zu tragen. Mit der global produzierten Menge an Beton könnte jedes Jahr die gesamte Fläche Österreichs 1,5 Mal versiegelt werden. Ohne Beton wäre das Leben, wie wir es heutzutage führen, kaum vorstellbar. Doch der Baustoff hat eine verheerende Umwelt- und Klimabilanz. 4–8% der weltweiten CO2-Emissionen gehen aufs Konto der Betonproduktion. Eine Firma aus Österreich will die CO2-Emissionen senken. Seit 2017 gibt es Incremental 3D. Einer der 3 Gründer ist Johannes Megens. Er sieht im 3D-Druck großes Potenzial, speziell auch was die Nachhaltigkeit betrifft. Der 3D-Betondruck ist insbesondere deshalb erfolgreich oder interessant, weil man Material dort platzieren kann, wo man es platzieren will. Das heißt, es gibt geometrische Freiheiten, weil man sich im Vergleich zum traditionellen Betonbau, welcher auf Formen basiert, das heißt, man baut immer eine Form und vergießt diese dann, sind diese Formen obsolet. Und dadurch hat man einen enormen Zeitgewinn, ist natürlich wirtschaftlich attraktiv dadurch und gleichzeitig ist man auch materialeffizient im Sinne der Menge, die was man auch verwendet. Denn der Baustoff Beton verursacht etwa 3-mal so viele Emissionen wie der gesamte Luftverkehr und liegt, was den CO2-Ausstoß von Materialien betrifft, direkt hinter Kohle, Öl und Gas. Aktuell ist 3D-Betondruck sicher noch ein Nischenprodukt, das ist ganz klar, also speziell wenn man in die Baubranche schaut. Der große Vorteil und die Idee wäre halt wirklich, dass man das weiter implementiert, quasi das Regelwerk schafft, also normativ, dass man das effektiv einsetzen kann. Wenn wir heutzutage Gebäude bauen, steckt eigentlich die ganze Energie in den Ressourcen, in den Baumaterialien. Für die Herstellung von Beton werden Kies, Sand und Wasser und Zement verwendet. Hauptverursacher für die CO2-Emission ist Zement, der bei über 1400 Grad Celsius gebrannt werden muss. Auch deshalb versucht Johannes Megens und sein Team, ressourcenschonend zu arbeiten. Bei 3D-Betondruck wird ganz einfach Punkt für Punkt bzw. Schicht für Schicht wird Material aufgebraucht. Dadurch entsteht da quasi diese Würstchenoptik, wo man diese Layer quasi wiedererkennt. Und die gesamte Produktionskette schaut eigentlich so aus, dass es halt eine digitale Planung gibt. Das heißt, es gibt eine 3D-Geometrie, die was eben in diese Ebenen, Druckebenen aufgeteilt wird. Dieser Pfad wird dann übersetzt für einen Roboter. Und die entstehen hier in einer versteckten Produktionsstätte in Sieggraben, Burgenland. Also das ist unsere Produktionsnische da, innerhalb von unseren kleinen Räumlichkeiten. Das ist eben, wie gesagt, der Industrieroboter, der was den Extruder vorne führt. Über den Extruder wird der Beton ausgedrückt. Und das ganz schön erfolgreich. Doch am Weg dorthin müssen die 3 Gründer auch einige Hürden überwinden. Ja, wir haben 2015 damit begonnen, erste Versuche zu machen. Und die große Schwierigkeit darin liegt natürlich, dass man Materialeigenschaften kennenlernt. Das heißt, einmal prinzipiell mit dem Material umzugehen. Und das weitere Problem ist dann natürlich, das mit der ganzen Maschinerie und der Robotik und der digitalen Vorproduktion halt in Einklang zu bringen. Innovative Methoden wie die von Incremental 3D können einen wichtigen Beitrag leisten, die hohen CO2-Emissionen in der Betonproduktion zu reduzieren. Denn mit der immer weiter wachsenden Urbanisierung wird die Baubranche sowie die Architektur dabei mitwirken, wie klimafreundlich und intelligent unsere Städte in Zukunft gebaut sind. Wir als Firma, als Incremental 3D, wollen jetzt natürlich wachsen. Ein wichtiger Bestandteil ist, dass wir die Qualität, die wir so jetzt erreicht haben, nochmal
einfach weiterentwickeln, verbessern, weil wir sehen nicht nur den ökonomischen Gedanken dahinter, sondern auch einfach, dass es gestalterischer Mehrwert bieten kann. Und in dem Kontext wollen wir natürlich ins Baugeschäft einsteigen und viel mehr Architektur realisieren. Das heißt, wir wollen größer werden, wir wollen mehr beitragen an der gebauten Kultur und somit natürlich auch als erfolgreiche Firma dastehen. 3D-Betondruck könnte also dabei helfen, das Klima zu schützen und die architektonische Vielfalt zu bereichern. Wie hier in Chicago, Basel, Innsbruck oder Venedig.